Hallo und herzlich willkommen zu einer Besprechung und Produktpräsentation, die ein bisschen tiefer gehen soll heute, und zwar über eine neue Studiomonitor-Serie, die Fame Audio Orbital-Serie. Und ich bin sehr froh, dass wir den Produktmanager, Einkäufer, Artikelpfleger, Mitentwickler, Mitentwerfer, Mitdesigner dieser Box, den Tobias Tack, hier haben, alles in Personalunion. Auch mal ein Mensch, der hinter den Fassaden des Music Store arbeitet und mitverantwortlich ist für solche Produkte, die wir dann auch Fame Audio nennen dürfen. Hallo Tobi, schön, dass du da bist. Hallo Alex, das freut mich sehr. Ja, erzähl mal so ein bisschen, wie kam es genau zu dieser Box? Welche Parameter waren da relevant oder waren in deinem Kopf, dass es dann genau so eine Serie gab? Ja, wir beschäftigen uns ja berufsmäßig schon ein bisschen mehr mit der Marktsituation, gerade mit dem, was an Eigenschaften und an der Preisgestaltung von den Kunden von insbesondere auch so Lautsprechern verlangt wird. Ja. Und uns ist immer wieder dann der Gedanke gekommen, ob wir nicht mal so versuchen sollen zu zeigen, was in diesem Preisbereich, in dem wir uns hier befinden, so zwischen 100 und 300 Euro pro Lautsprecher, an professioneller Qualität möglich sein muss. Also eigentlich so ein Minimax-Prinzip, also mit wenig monetären Mitteln irgendwie das Allerbeste rauszuholen? Genau, Mhm. genau, dass man wirklich den Fokus auf die Klangqualität des Lautsprechers legt, nicht versucht, großartig Features oder Funktionen unterzubringen, sondern wirklich professionelle Klangqualität liefern will und guckt, wie weit man das preisgünstig anbieten kann. 3 Modelle sind, glaube ich, schon am Markt. 3 Modelle. In welchen Größen gibt es die? Das ist einmal die 205S, das ist die hier mit 5,25 Zoll Tieftöner. Dann gibt es die 207S, das ist die hier mit einem 6,5 Zoll Tieftöner. Und die 208S, das sind die großen mit einem 8 Zoll Tieftöner. Mhm. Für welche Musiker- oder Produzentengruppe war das so gedacht oder ist es angesetzt? Das ist tatsächlich im Wesentlichen von der Größe des Raumes abhängig, in dem die Box nachher aufgestellt werden soll, weniger jetzt vom konkreten Anwendungsfall. Wenn man jetzt einen eher kleinen Raum hat, wenig Akustik gemacht hat oder wenn man eine Zweitabhöre sucht, dann ist zum Beispiel die 205S dann vielleicht die beste Wahl, vielleicht auch die 207S, das muss man dann schauen. Bei einem Raum mittlerer Größe für eine ganz normale Standardanwendung, alle Genres kommen da hier auch in Frage, dann ist es die 207S, klassischerweise 6,5 Zoll ist so ein klassisches Maß für einen Studiolautsprecher. Und wenn man jetzt gerade im Bassbereich noch mehr braucht, dann sollte man zu der 208S greifen. Das ist aber dann wirklich auch nur dann sinnvoll, wenn der Raum das auch entsprechend hergibt, wenn die Akustik so vorbehandelt ist, dass der erweiterte Bassbereich nicht dazu führt, dass die Raummoden sich weiter aufschwingen, dass es dazu zur Auslöschung kommt und das ist eigentlich dann das Kritische, dass der überpräsente Bassbereich zu Maskierungen im Mittenbereich führt. Also du würdest sozusagen die Räumlichkeit vor den Musikstil stellen? Auf jeden Fall. Also nicht einfach sagen, wir machen Hip-Hop, wir brauchen einen fetten Bass oder ein Bassist, der zu Hause was produziert, der will einen fetten Bass haben, sondern muss es immer abhängig zuerst alle abhängig machen davon, was wir für räumliche Vorgegebenheiten haben. Einen fetten Bass kriegt man mit der 205S tatsächlich auch schon hin. Das funktioniert dann aber auch nur konstruktionsgemäß, einfach nur bis zu einer gewissen Lautstärke und auch nur mit einer im Vergleich zu einem 8 Zoll Tieftöner logischerweise eingeschränkten Grobdynamik. Aber der Bass an sich ist auch schon da, der ist halt nur ein bisschen leiser. Ich habe mich vorab ein bisschen eingelesen auch bei den Produkten. Es gibt ja hinten so einen Schalter, diesen Acoustic Space. Das ist wahrscheinlich auch das, was du meinst mit den Reflexionen und mit den Moden, dass es Phasenauslöschungen geben kann. Das können wir vielleicht gerade mal zeigen auf der Rückseite. Erzähl mal ein bisschen was darüber, was da eigentlich angedacht war. Das habe ich noch nie gesehen bei einem Lautsprecher. Dieser Acoustic Space Schalter, der ist tatsächlich ein bisschen häufiger. Das heißt immer ein bisschen anders. Manche nennen das Deskfilter, manche einfach nur Mittenabsenkung. Der ist dafür gedacht, dass wenn der Lautsprecher, wie jetzt hier zum Beispiel, neben einem Tisch steht, also Desk ist eigentlich ein Mischpult damit gemeint, aber wenn jetzt hier so ein Produktionstisch steht, das ist eigentlich vergleichbar, dann erzeugt er natürlich durch die Abstrahlcharakteristik des Mitteltieftöners Reflexionen auf der Tischplatte, die sich dann mit den Direktabstrahlungen im 90-Grad-Winkel überkreuzen. Das ist phasenverschoben, das führt dann zu Auslöschungen. Und wenn man dann einfach den Mittenbereich ein bisschen ausdünnt, dann werden diese Auslöschungen gemindert und man kriegt eigentlich, obwohl weniger aus dem Lautsprecher rauskommt, ein viel transparenteres Klangbild. Also du meinst damit, dass die Phasenauslöschungen ja dazu führen können, dass man als Produzent diese Mitten gar nicht wahrnimmt
und dann immer mehr reindreht. Genau. Und dann das Ergebnis ist, dass es auf anderen Lautsprechern überproportioniert zu hören wäre, obwohl es im eigenen Raum gar nicht so vordergründig vorhanden wäre. Man mischt quasi gegen was an. Man würde gegen den Lautsprecher anarbeiten. Und mit diesem Schalter senkt man das ein bisschen ab, dass es sozusagen einem das Mischen die Box wird dadurch halt universell einsetzbarer. Cool. Was ist noch zu erwähnen an den Anschlüssen? Also es ist alles soweit klassisch, ne? XLR, Cinch und Klinke. Genau, das ist für alle gängigen Anschlussarten und Pegel im Studio oder auch zu Hause ist das benutzbar. Das kann man zum Beispiel auch mit einem E-Piano verwenden oder mit einem DJ-Controller. Man kann seine Neural GSP oder seinen Camper dran anschließen, um darüber Gitarre zu spielen oder Bass. Das ist alles möglich. Was man vielleicht noch erwähnen kann, das POTI hier hinten für die Lautstärke ist gerastert. Das heißt, wenn man sich 2 Boxen kauft, was in den allermeisten Fällen der Fall sein wird, dann kann man die durch die Rasterung viel besser aufeinander abgleichen. Also viele machen das dann zum Beispiel so, dass man die irgendwie auf 12 Uhr stellt. So. Und das dann halt nach Auge macht. Oder man dreht es auf Vollanschlag. Und regelt dann den Pegel vor dem Lautsprecher, zum Beispiel am Audio-Interface oder Monitor-Controller runter. Aber hiermit kann man das tatsächlich am Lautsprecher direkt so einstellen, wie man das haben will. Es gibt noch einen High-Cut. Interpretiere ich das richtig? Genau, das hat auch ein bisschen was mit dem Raum zu tun. Wenn man viel Raumakustik gemacht hat, kann es sein, dass die Höhen ein bisschen zu stark gedämpft werden. Da kann man die wieder ein bisschen reinschieben. Und bei manchen Leuten ist es auch einfach Geschmackssache. Die möchten gerne bei ihrem Lautsprecher ein bisschen mehr Höhen haben oder ein bisschen weniger Höhen. Deswegen ist das hier so angelegt, dass man da den Lautsprecher ein bisschen feintunen kann. Ein bisschen was zu den Dimensionen des Gehäuses. Das ist jetzt schon opulent. Viele haben ja nicht so viel Platz, wenn sie ein kleines Projektstudio haben oder im Keller sich was einrichten dürfen. Hier ist trotzdem darauf geachtet worden, dass irgendwie viel Volumen da ist. Warum? Ja, das hängt einfach damit zusammen, dass der Lautsprecher eine gewisse Basswiedergabe gewährleisten kann. Denn also Bass, die untere Grenzfrequenz des Lautsprechers kriege ich nur erweitert, indem ich entweder das Gehäuse größer mache oder ein größeres Chassis nehme. Ganz einfach. Und darauf habt ihr einfach Rücksicht genommen, weil ja auch im Prinzip die Hörgewohnheiten in diese Richtung ja auch gehen, dass wir untenrum einfach ein bisschen mehr haben wollen. Das soll bassig klingen, selbst alte Rockmusiken heutzutage klingen nicht mehr ganz so mittig. Da ist zwar nicht viel Bass drin, bei Produktionen, die vor den 80er Jahren erschienen sind. Genau. Aber ja, das entspricht einfach den modernen Hör- und Produktionsgewohnheiten. Man will ja dann möglichst alles von dem, was man auch produziert hat, was man im Arrangement angelegt hat, auch in seiner Abhöre hören können. Ich drehe die jetzt noch mal ganz kurz um, weil ich einen Aspekt erwähnenswert halte, und zwar dieser Industriedesigner, dem gebührt ein Preis für so ein schickes Aussehen. Wie kam es denn dazu? Das Design ist tatsächlich Produkt eines Klangoptimierungsprozesses. Die Box ist von außen so gestaltet worden, dass die Schallführung möglichst halt den guten Klang unterstützt. Und dabei ist etwas rausgekommen, was tatsächlich auch optisch sehr gut aussieht. Also Schönheit und Zweck sind sozusagen zusammengekommen. Genau. So, auf der Rückseite kann man noch mal sehen, wie minimalistisch die Ausstattung der Box eigentlich ist. Da gibt es keine Spielerei, eigentlich nur Zweckmäßiges. Genau, das haben wir auch bewusst so gemacht. Zum einen halt, um eine gewisse Anwenderfreundlichkeit sicherzustellen und zum anderen auch, um halt wirklich die Anzahl an Komponenten, die dann im Signalweg drin ist, im Lautsprecher selber, möglichst klein zu halten. Denn alles, was wir in den Lautsprecher reinbauen, ist im Signalweg drin, beeinflusst den Signalweg, insbesondere halt die Impulstreue von dem Lautsprecher, selbst dann, wenn es aus ist. Und da man die meisten EQing-Aufgaben heutzutage auch mit einer Software am Rechner machen kann, das ist viel, viel effizienter, als es im Lautsprecher möglich ist, haben wir uns halt dagegen entschieden. Also alle monetären Mittel komprimiert in Nützlichkeit. Genau, alles auf die Klangoptimierung des Gehäuses in Kombination mit dem Tieftöner, in Kombination mit dem Hochtöner, in Kombination mit der Endstufe und der Frequenzweiche ausgerichtet und auf alles, was darum herum noch möglich ist, erstmal verzichtet. Vielleicht noch zum Schluss eine unseriöse Frage. Für welchen Musikstil würdest du welchen Lautsprecher empfehlen wollen? Also ein Viertelzoll, 6,5, 8 Zöller, klingen ja schon unterschiedlich. Würdest du das? Es ist ja so, dass schon die 205S einen sehr ausgedehnten Bassbereich hat. Der hat zwar im Vergleich mit einer 8 Zöller Box nicht die Lautstärke vor allen Dingen und der hat auch nicht die Grobdynamik, aber die kommt schon sehr tief runter. Wenn man jetzt also eine größere Abhörentfernung hat oder auf einem größeren Lautstärkepegel hören will, dann sind größere Lautsprecher schon empfehlenswert. Aber im Wesentlichen hängt das dann auch von der
Beschaffenheit des Hörraumes ab, also wie die Akustik gemacht ist, wie groß der Raum ist. Es gibt halt bei einer Gestaltung der Abhöre 3 Parameter. Das ist der Lautsprecher, der Raum und die Hörerin oder der Hörer, und das Genre ist halt nicht der 4. Parameter. Eigentlich müsste man mit diesem Satz aufhören, weil das Klügste ist, was man eigentlich über Studiomonitoring sagen kann. Bleibt trotzdem noch die allerletzte Frage, ob ein Subwoofer in Planung ist. Ein Subwoofer ist in Planung. Der wäre aber, weil die Lautsprecher schon im Bassbereich so weit runterkommen, vielleicht mit den 205S oder mit den 207S in Kombination sinnvoll. Die 208S braucht eigentlich keinen Subwoofer, die ist schon so bassstark. Da würde man sich nur Probleme mit der Raumakustik einholen. Okay, dann harren wir mal aus und warten mal, ab wann der Subwoofer kommt. Vielen herzlichen Dank, Tobi. Ja, das war super. Bin auf jeden Fall ein klügerer Mensch nach diesem Gespräch mit dir. Ich hoffe, ihr auch. Und wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Fame Audio, hoffe ich, dass ihr auch wieder einschaltet und euch das anschaut, was wir euch präsentieren. Vielen Dank für eure Geduld. Vielen Dank für all das, was du gesagt hast. Danke. Gerne doch. Ciao. Tschüss.